Nach auch mehrwöchiger Pause. Und ich muss mal gleich gucken, ob ich das hier sehen kann. Genau, warte mal. Kann ich, warte mal, sehe ich das hier irgendwie, welche ich, warte mal, neu starten? Ach, wir sind erst in Episode 3 von 4. Ah ne, Bonus-Episode. Achso. Nee, okay. Also wir sind in der letzten Episode. Episode 3. Ich war irgendwie bei Episode 5. Weiß auch nicht warum. Okay, also wir sind Episode 3. Und das ist die letzte eigentlich. Und die Bonus-Episode, die spielen wir natürlich auch noch. Cam gibt es auch gleich. Heute, ich habe extra heute wieder alles hier aufgebaut. Ich muss nur mal gerade mit den Kabeln hier gucken. So. Aber Cam kommt gleich. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal in Episode 3. Schauen uns mal das Intro an. Und dann geht das los. Bis gleich. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Oh, okay. Und somit sind wir jetzt wieder im Spiel. Und was, ich muss das mal, Moment. Ganz kurzer Break, so. Oh. Bam. Hallo. So, da bin ich wieder.
Was soll ich sagen? Also schon direkt am Anfang, wo die Zusammenfassung kam und ich wieder diese Synchronsprecher gehört habe, oder beziehungsweise halt die Lokalisierer oder, nee, warte mal, das sind Synchronsprecher, ne, die Originalen, ja. Also die Vertonung, da habe ich sofort wieder Gänsehaut bekommen, weil das schon wieder, die sind einfach so gut, die sind so gefühlt krass, diese Stimmen, also das haben die einfach drauf, die Leute da. Das ist krass, ja. So, genau, also wir sind da stehen geblieben, wo uns der Vater erzählt hat, dass es unsere leibliche Mutter ist. Und da war das Kapitel oder die Episode zu Ende. Und jetzt geht's weiter. Habe ich mit Gamepad gespielt oder mit Tastatur? Auch mit Gamepad, oder? Okay. Also wir sind natürlich voll und ganz bei Rachel, gar keine Frage. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was noch auf uns zukommt hier in dieser letzten finalen Episode. Mal schauen. So, also. Was sage ich? Ich bin hier oder du kannst das? Ich bin hier, oder? Na klar, wir sind immer bei ihr. I'm right here. Good. I need you. Oh, jetzt kann ich laufen, oder was? Wie cool. Stimmungskiller da draußen. Okay. Das erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange 1. Da war man ja auch zeitweise in so einer, in so einer Gedankenwelt sozusagen. So, wende dich dem Fernglas zu und drücke A, um dich zu Rachel zu gesellen. Also wir spielen jetzt quasi das nach, was wir in Episode 1 gemacht haben. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. Kann ich mir alles angucken oder ist das jetzt hier oben das gleiche? Ich gucke noch mal da oben. She was so beautiful, just like you. Die Stimme von der Rachel, ne? Also diese Sprecherin, die ist einfach so super gut, die Frau. Wahnsinn. Okay. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. Oh, ich kann mir schon vorstellen, wo das letztendlich geendet ist dann. Nicht gut. I only saw what I wanted to see. Until it was almost too late. Das war wahrscheinlich nur ihre äußere Hülle, dieses College Girl, was ein tolles Leben hat und so weiter. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was
so much love, but I was still blind. Ich sehe gerade, ich hoffe, man kann den Text sehen, weil das Mikrofon da so ein bisschen reinragt. Aber müsste gehen, oder? So ein bisschen versteht man ja auch. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. Und jetzt kommt der große Absturz. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ich meine, letztendlich hat er das Richtige getan, ne? Letztendlich hat er das Richtige getan. Hier ist das Wiedersehen. Das ist das, was wir dann wohl gesehen haben. Okay. Okay. Krass. What you saw at the Overlook, Rachel? It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Krass, ne? Also wenn ich mich daran erinnere, wie am Boden zerstört die Rachel war, als wir das gesehen haben, dass er halt sie geküsst hat. Ich meine, wir wussten ja den Kontext nicht daraus, aber und jetzt kommt im letzten Kapitel so eine Änderung. Das ist
So, damit hätte ich jetzt nur gar nicht gerechnet, eigentlich, bis vorhin natürlich. So, das ist nicht ihre Entscheidung, warum nicht? Hm. Eigentlich müsste es ja die Entscheidung von Rachel sein, ne? Ob sie wiedersehen darf oder nicht. Sonst keiner. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. I can't leave Rachel to deal with this alone. Okay, wir können uns jetzt erstmal wieder umschauen. Und wir haben natürlich wahrscheinlich wieder jede Menge, das habe ich ja nicht vermisst, aber wahrscheinlich wieder jede Menge Kram zum Lesen, was wir natürlich auch machen. Okay. Diese eine Tagebuchseite hier. Max. Ich dachte, das Merkwürdigste an den Ambers sei, wie normal sie sind. Sie wirkten wie eine Familie aus einer schlechten Sitcom der 90er und ich tat mein Bestes, die Rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten Freundin zu spielen. Ja, ich verzierte ein Foto von James aus der Zeitung am Kühlschrank, aber nur, weil er so dumm aus der Wäsche guckte. Das Ziel war es, rein und rauszukommen, ohne eine Szene zu veranstalten, damit wir flüchten konnten. So viel dazu. Rachel konnte nicht einfach da sitzen und ihren betrügerischen Vater so arrogant tun lassen. Ich versuchte, sie abzulenken und sie an unser Ziel zu erinnern. Es hätte fast geklappt. Ziel war ja, ne, dass die beiden abhauen und sich irgendwo halt ein schönes Leben machen, so in der Richtung. Dann drehte Rachel durch. Ich schätze, sie erträgt die Lügen nicht mehr. Sie erzählte ihrer Mutter, dass James mit dieser Frau rumgemacht hatte. Alle schienen herum und bevor ich mich versah, ging Rachel im Zerstörungsmodus auf den Tisch los. Dann kam endlich die Wahrheit heraus. Rachels Mutter ist nicht ihre Mutter. Rachels echte Mutter ist die Parkknutscherei. Ich gleich umgehauen. Chloe die schrullige und doch liebenswerte. Okay, das ist jetzt quasi die Briefe oder die Tagebucheinträge an Max halt eigentlich. Also Max ist ja die hier aus dem ersten Teil. Die eigentlich halt erst danach so richtig in dem anderen Spiel halt. So, Sierra, jetzt haben wir einen neuen Tagebucheintrag mit ihr. Aber ich finde das ziemlich gut, muss ich sagen, wie sie das umgesetzt, also grafisch auch. Ich meine, hier hat man sofort erkannt, dass sie eine drogensüchtige Frau ist. Ne, also das allererste Mal, wo man sie gesehen hat, dachte man gleich so, oh, okay, die ist, der geht's nicht so gut. Und gerade in der Rückblende, da sah sie halt noch so frisch und ja, naja, okay. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht raucht mal ein Joint und guckt dabei Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge werden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste.
Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert. Würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er deshalb solche Angst vor ihr. Ja, das stimmt schon, ne? Also, da sind wir recht gleich, weil die Rachel ist ja auch so eine Beliebte auf der Schule gewesen oder eigentlich immer noch. Und sie ja auch. Und halt, wie gesagt, die äußere Hülle halt, ne? Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter. James wirkt skeptisch und Rachel, ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Das stimmt. Aber ich sag mal, ich bin ja immer der Meinung, privat jetzt, so persönlich, es gibt immer eine Chance und man sollte immer, egal ob sie jetzt seit 15 Jahre lang das nicht gemacht hat, man sollte immer eine Chance bekommen, sich zu erklären oder halt, ne? Also ich würde das so spielen wollen, dass ich sie quasi treffe. Wie gesagt, die Chance hat einfach jeder verdient. Und letztendlich hat, naja, ja, egal. So, wir lesen mal schnell SMS. Von Dana. Rachel, achso, ist der Gruppenchat jetzt hier quasi. Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind auf der Party der Besetzung. Also Party, wahrscheinlich diese After-Show-Party von dem Theaterstück. Juliet, ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Also Chloe. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du solltest kommen. Herzchen, Herzchen. Hayden, ja, yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Ja, wir haben natürlich groß beeindruckt dort, ne, mit unserer Show. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ohne dich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm einfach. Ja, wenn die wüssten, was hier abgeht gerade eigentlich, ne? Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Ja. Nee, ich glaube, das ist alles andere als gerade machbar, da irgendwie hinzugehen. Okay, wir spielen so weiter, wie wir aufgehört haben. Wir gucken uns alles an. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Ja, ne? Stimmt, das ist eigentlich genauso krass. Das Feuer hat sie ja aus der Wut heraus oder aus Traurigkeit, Wut heraus, ja, ich sag mal, angestiftet. Sie wollte das ja, denke ich mal, nicht so in dem Ausmaß. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadias, verängstigt Anwohner und stellt Autoritäten vor ein Rätsel. Hier haben wir eine Akte. Whoa. Oh. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Damon Merrick, bekannter Umgang Francis Bowers, Sheldon Pike, Sarah Gearhart. Warte mal. Hat Chloe gerade Sarah gesagt oder auch Sarah? Ach, egal. Peter, ja, bla bla bla. Von besonderem Interesse. Die Mühle, eine konvertierte Sägemühle, Club im Norden der Stadt, verdächtigt Diebstahl. Das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen irgendwann, oder? Kommt mir so bekannt vor. Ja, und dass sie natürlich zu dem Drogenbereich da gehört, das ist ja nicht schwer. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. The Tempest show feels so far away now. Armand, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von Der Sturm. Steph, es tut mir so leid, dass sie nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Sorry. Rachel, ich liebe euch. Juliet, das tut mir so leid. Hayden, warum tut es dir leid? Du steuerst das Feuer nicht, oder doch?
Steph, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Trevor, hey Steph, gibt's was Neues von Mikey? Steph, er erholt sich. Das hier ist nicht der richtige Ort für diese Unterhaltung. Texte mir, wenn du reden willst. Ja, Mikey ist quasi der Bruder von dem Bruder. Der, ja, die wurden ja von diesem Damon wiederum, da gab es ja This is so eine unschöne painful to Geschichte. look at. So, Arcadia Bay Golfverkauf. The Beacon, bla bla, Inkognito, wie benutzt man Inkognito? Achso, gut, ja, das haben wir schon mal gelesen, ja. Ja, erinnere mich. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Ja, siehst du, Chloe sagt nämlich Sarah und der Vater hat Sarah gesagt. Das hat mich nämlich so ein bisschen gewundert, so, weil da steht ja Sarah und nicht Sarah. Okay. Ja, schöne Geschichten, schöne Bücher. Wahrscheinlich keine Geschichten, sondern. Ach. Hm. Die Statue sah vorhin ziemlich gut aus in dieser kleinen Sequenz vorhin. Oh, der Tisch, ja. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Ja. Da muss wohl eine neue Platte drauf. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Okay. Hm. It's so weird to look at this now. Ich meine, klar, es ist krass, ne? Also die ganze Sache ist krass. Aber ja. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Okay, wir sprechen erstmal mit Rose. Mal gucken. I can't even imagine how she must be feeling. Ja, sie muss sich eigentlich mit am beschissensten fühlen, oder? Halt die ganze Zeit auf Mutter gemacht. Ich meine, sie ist ja die Mutter letztendlich, klar. Aber, also, ne, Mutter im Sinne von Liebe zum Kind und so. Das muss ihr jetzt aber auch richtig wehtun, quasi, dass das Kind jetzt weiß, dass sie gar nicht die richtige leibliche Mama ist. Das tut ihr weh, definitiv. Und natürlich auch Rachel. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Kann ich irgendwie helfen? Tut mir leid wegen heute Abend. Ja, tut mir leid. Ja, klar tut's mir leid, aber letztendlich. Es ist halt so, ne? Also, ich frage lieber, ob ich helfen kann. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway, door to the left of the fridge. Oh, jetzt können wir quasi wahrscheinlich so ein bisschen noch das Haus durchstöbern. Aber ich werde mal ganz schnell noch mit ihm hier reden. Wonder what James is thinking right now. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Ja, auf der anderen Seite ist ja Rachel groß genug, ne, um eigentlich selber Entscheidungen zu treffen, was für sie gut und was nicht für sie gut ist. Man kann zwar als Vater, beziehungsweise als Mutter natürlich auch so ein bisschen das Leben lenken,
Aber Rachel ist ja nur in einem Alter, was jetzt nicht mehr, ja, wo man sie halt machen lassen sollte, eigentlich. Okay, draußen war grad Sirene, mal wieder. So, sollte Rachel das nicht entscheiden, was fürchten Sie, wird Sierra tun? Also ich denke auch, dass Rachel das entscheiden sollte, definitiv. But shouldn't that be up to Rachel to decide? Rachel is curious and determined. She's always going to want to know more. I can believe that. She won't be concerned about her own safety. She never has been. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Gut verpackt, Herr Vater, gut verpackt. Ich bleibe aber der Meinung, dass sie selber entscheiden sollte, welchen Weg sie gehen möchte. Und ich denke auch, ich meine, wir können sie ja nicht beschützen die ganze Zeit, ne? Aber ich denke, sie würde es so oder so tun, egal ob man jetzt das so probiert zu lenken, dass sie das halt eben nicht machen soll. Sie würde es definitiv tun, weil, wie der Vater schon selber gesagt hat, das ist nun mal Rachels Person, ne? So ist sie nun mal. Und ich glaube halt nicht, dass es... Ich meine, ich werde aufpassen, natürlich, das definitiv. Aber ich kann es halt nicht verhindern, wenn es halt dann doch so kommt. Ja. That is something I will always do. Ja. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Okay. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Ich kann das halt schon verstehen, warum der Vater so gehandelt hat. Also, ich glaube, das kann man... Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Wir gehen gleich hin. Das ist halt nun mal der Elterninstinkt, ne? Und der Elterninstinkt ist halt nun mal so gepolt, dass es nicht immer der richtige Weg ist. Aber natürlich, ja, der Wille der Eltern ist natürlich halt immer dem Kind zuliebe gerichtet. Und da unterscheiden sich manchmal die Meinungen. Also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Hier haben wir ein T-Shirt. Hey, cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Kann ich das Shirt nehmen, ja? Nehmen. Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. Ach cool, das ist ja gleich dann so eine kleine Erinnerung irgendwie, ne? Kann man das auch dann anziehen? Das würde ich ja dann mal probieren wollen irgendwie. So, der Besen. Ist noch irgendwas? Nope. Here you go. Thank you. Das ist so traurig gerade. I'm really quite glad that you're here. Warum? Ich kann mir schon vorstellen, warum. Ich glaube, ja. Ich auch. I'm glad
too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. Ja, es ist super seltsam, ne? Aber also im Moment geht es mir natürlich besser als Rachel. Es ist halt ein anderes Unwohlsein. It's fine. Rachel's the one who's really upset. She has every reason to be. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. James hat er nicht gelogen. Ne? Er hat es ja nur verheimlicht. Er hat aber nicht gelogen. Er hat es halt nie so richtig gesagt. Aber gelogen hat er deswegen nicht. Also, Sarah hat das Geld vorgezogen. Würde ich jetzt mal einfach nehmen. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. I should check on Rachel. Ja. Also ich glaube halt auch nicht, dass sie sich also bedroht oder hintergangen sollte sie sich nicht fühlen. Der Vater hat das ja schon recht gut dargestellt, eigentlich, dass es halt eben ein Abschiedskuss war oder wie auch immer. Und das ist ja, sowas gibt es ja tatsächlich, ne? Und das kommt halt immer darauf an, auch in welchem Kontext dieser Kuss steht, natürlich. So, wir gehen nach oben. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Für Rachel da sein. Natürlich sind wir für sie da. Aber mein Spielerinstinkt sagt mir, ich muss trotzdem alles abchecken. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained.
Nichts ist unmöglich. Das Wort selbst enthält möglich. Audrey Hepburn. Oh, das ist ein schönes Zitat. Der Anfang ist immer heute. Mary Wollstonecraft. Denken wir das Undenkbare, lösen wir das Unlösbare, machen wir uns bereit, mit dem Unaussprechlichen zu ringen und finden wir heraus, ob wir es nicht doch versauen können. Douglas Adams. Das sind gute Sprüche hier. Ist das Recht, dass die trostlose Welt ich soll verlassen und dein gerechtes Utopia suche? Ach, und dein gerechtes Utopia suche, das ich nie finden mag? Henry Kendall. Kiss Me Kate in der Promenade. Once Upon a Time im Forum des Paradiso. Die Glasmenagerie im Weber-Theater. Okay. Die Musik ist auch wieder so schön, ne? The yin and badass yang of Rachel Amber. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Sei zuallererst gewappnet. Machiavelli. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. Ich glaube, letztendlich ist das der Grund, warum wir auch Life is Strange 1 in Arcadia Bay spielen. Und nicht irgendwo anders. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Typ 4, der Individualist. Kreativ, sensibel, unabhängig. Neigt zu Melancholie und Maßlosigkeit. Das Beste für einen Typ 4 ist es, von den Gefühlen der Vergangenheit abzulassen und sich auf das Potenzial, das die Zukunft bereithält, zu konzentrieren. May you always be safe. Sure. But from who? Damit du immer sicher bist, in Liebe, Papa. Aber ist schon irgendwie süß, oder? Also, ich mag die Message eigentlich da drin in diesem Koffer. Eine Taschenlampe. Ja, die könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Okay, neue Tagebuchseite und eine Nachricht von Mama. Nee, warte mal. Nee, keine neue Tagebuchseite. Okay. Mama. Muss mal ganz kurz. Okay, also. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schlüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist doch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Oh Mann. Ja, unsere Mutter ist natürlich auch, ne? Die ist ja gerade auch nicht einfach. Und sie braucht. Oh Mann, das ist alles so schwer. Es tut mir auch so leid, dass ich unsere Mutter teilweise so schwer mache. Aber gerade ist halt echt blöd. Gerade ist echt doof. Dürfen wir eigentlich hier rumschnüffeln? I could get grades like this. I just don't want to. Überall. Leistungskurs Latein. A. Personifizierte Exzellenz. Das amerikanische Erlebnis. A. Ausnahmslos, einsichtsreich und engagiert. Literatur des 20. Jahrhunderts. A. Unermüdlich in Geist und Seele. Leistungskurs Biologie. A. Eine absolute Spitzenschülerin. Theater. A. Sie ließ das Licht von Dionysus hell erstrahlen. Sport. A. Makellose Beteiligung. Ja. Ein Wunschzeugnis. Was haben wir denn da? Okay.
Ich guck mal schnell hier rein. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Freitag, 7.5.2010 Biologie, Seite 247 bis 259 Labornotizen, Theaterprobe im Kostüm, Überprüfung der Schauspielerplatzierung, des Einsatzes der Lichter etc. Englisch, HDF 188, wahrscheinlich irgendein Buch oder Heft oder sowas. Das amerikanische Erlebnis, Stichwort für einen Aufsatz, ca. 3 bis 5 Seiten, Latein, Konjunktionsarbeitsblatt, Vokabelliste 1 bis 18. Jede Menge zu tun. Und das waren die Hausaufgaben, sage ich mal, für einen Tag. 1, 2, 3. Mein Gott, schon nicht wenig da. Haufen Seiten zu lesen. Und dann noch Vokabeln lernen und so. I think Rachel could use another subject. But which one? Wir nehmen Anatomie natürlich. That's the one. Was? Mist, jetzt habe ich es gerade nicht gesehen. Wo sind denn unsere tollen... Konnte ich das nicht irgendwo sehen eigentlich? Ach, egal. Warte mal, kann ich das... But Rachel Ja. could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Anatomie. Wo kommen Babys her? Vorzeigestunde. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Okay, so, hier haben wir Blumen. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Ja. Na, guck. At least she'll have something from tonight. Es sind die kleinen Dinge, ne? Im Leben. Es sind die kleinen Dinge. So, Laptop. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Liebe Miss Arcadia, was ist wirklich mit dem Feuer im Norden der Stadt los und wann kommt es hier runter und fackelt uns alle mit einem folgen Umarmung des Todes ab? Ich frage für einen Freund. Bros before Bronies. Erster Guy Forrest. Erster King Waltz. Nein, King Waltz. Brach das Feuer nicht einen Tag nach dem Firewalk gespielten aus? Das ist ein kurioses Feuer, meine Freunde. Quellen im ABFD sagen, sie haben so etwas noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie es begann. Keine Ahnung, wie es so lange brennt. Ein absolutes Mysterium. Setzt eure Hüte aus Alufolie auf und spekuliert. Sagt Ask Miss Arcadia. Ein Drache mit Streichhölzern wurde auf die Stadt losgelassen. Dead Fan. Prescott's 50% ernst gemeint. Lady Aphrodite. Warum nur 50? Die Prescotts sind scheiße zwielichtig. Traust du es denen zu? Sie hatten vermutlich belastende Beweise zu verbrennen oder sogar Leichen. Ganz abgesehen von den Chemtrails, die sie in der ganzen Stadt verteilen. Höchst entzündlich. Nothing forever. Ockhams Rasiermesser, Leute. Nur ein paar Kinder, die im Wald kiffen. Was das Seltsame angeht, diese Stadt ist seltsam. Was gibt's sonst noch Neues? Ed, Nothing Forever, aber warum männliche Model? Ja. Ed SZ, die Stadt wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut, oder etwa nicht? King Balls, Friedhof der amerikanischen Ureinwohner, und nein, wurde sie nicht. King Balls, Burn, kapiert? Geil for. Folgendes Thema, Legalisierung, bla 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 bla. Okay. Trash Talk. Bücher. Mal gucken. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through.
Die vollständigen Werke von William Shakespeare. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Der ist ja süß da, oder? Der kleine Hund. Der ist putzig. Karte. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Maybe I can make the world a less scary place. Back on the train, I said, Das war's mit der Komplizin, oder? I can't wait to leave this place. Schön. Was haben wir hier noch? Ein Bild. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Hm. Erst recht, wenn man dann an Life is Strange 1 denkt. Okay, ich glaube, ich habe alles durch. Nee, hier haben wir noch nicht geguckt. Lampe. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. An unsere wundervolle Tochter für den Abend ihres ersten Auftritts Hals- und Beinbruch. Wir lieben dich, Mama und Papa. Makes sense that Rachel needs two signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. Löwe, Krebs, Scheitelpunkt, Krebs, Löwe, Stärken, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch. Schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Müsste ich bei mir auch mal gucken, ob es da so einen Scheitelpunkt gibt. Cool light. This light needs more light. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Das Nachtlicht heller machen. Na, warte mal. Ach, mit der Taschenlampe? Echt? Heller machen dadurch? Okay. Ach so, okay. Passt genau. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Okay, jetzt haben wir wirklich alles angeguckt. Hoffe ich. Zumindest. Okay, let's go, Rachel. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Okay, also ich muss diese, die Sterne quasi benutzen. Hm.
Das ist so schön, oder? Hey, check it out. Hm. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're 1 in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. Ach Mensch, das ist so schön und gleichzeitig so traurig eigentlich, ne? Also ich mag halt voll diese Freundschaft zwischen den beiden. Ich glaube, so eine Freundschaft gibt es doch tatsächlich nur unter Mädels. Bei Männern ist das halt ein bisschen anders. Aber ich finde das schön. Also ich mag das voll, diese Art von Freundschaft. Vielleicht gibt es diese Freundschaft auch zwischen Mann und Frau. Könnte mir sogar gut vorstellen, dass es sowas gibt. Aber wahrscheinlich eher selten. Aber es ist schön, sowas zu sehen. Und was auch wichtig ist, dass es solche wahren Freundschaften gibt. Und nicht nur so eine oberflächlichen, wie das heutzutage leider öfter der Fall ist. Aber ich glaube, das entwickelt sich erst später immer auch solche richtigen Freundschaften. Gerade wenn man viel Unheil mitbekommen hat zusammen und dann immer noch Freundschaft oder Freunde miteinander ist. Ich glaube, dann hat man den Punkt erreicht, wo man eine wahre Freundschaft hat. Na gut. The fact that she's here right now, that she came here,
for me? I think I need to see her. Is that wrong? Ich tendiere mehr auf ich weiß nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Keiner weiß das, oder? Ich weiß es nicht. Ob es gut ist oder schlecht. Das wird sich leider erst herausstellen. Vorher kann man das nicht wissen. Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ich pack das. Ich habe eine Idee. Wir könnten mal Jack fragen, der weiß doch so ein bisschen wahrscheinlich Bescheid dort in dieser ganzen Szene. Ich mach das schon. I think I know what to do. Ja, siehst du? I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Wir haben doch eine coole Karre. Ne? Wir haben uns doch das Auto zusammengebastelt da. Mit dem können wir doch fahren. Das ist auch abgedeckt. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? Spielt keine Rolle. Das wird sich dann erst ergeben, denke ich mal. After my dad died, I didn't know how to keep talking to him. I still don't. But it doesn't matter. All that matters is that he's there. Your dad? In my dreams. He's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Schön. Ja, ein Traum. Eieiei. Dad, I think we're stuck.
Okay, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touche. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Nichts hier. Oh, da ist es. Ich spiele das mal mit einfach. Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Die Welt ist eine Bühne voller Drama. Ich glaube, die Welt ist eine Bühne, hat Shakespeare gesagt, oder? I think so. Oh. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Das war ja am Ende jetzt nur noch. Wait. What the shit? Has someone been going through my room? Doesn't seem like Mom. She wouldn't leave a mess like this. Wait. David? That motherfucker. Whatever. I don't have time for this shit. I've gotta help Rachel.
Okay, I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me, and he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Ich helfe einer Freundin. Es würde mir sehr viel bedeuten. Ja, ich denke mal, umso weniger man weiß, desto besser, oder? Also B. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Meet in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Okidoki. So, wir haben wieder eine neue Seite. Ich würde sagen, das lesen wir und dann mache ich eine ganz kleine kurze Pause. Nur was Neues zu trinken holen und ganz schnell mal ein bisschen Fenster zumachen und so weiter. Weil das ist draußen ganz schön laut teilweise. Max. Wenn man mal darüber nachdenkt, ist es unglaublich, dass irgendwer irgendwem mit irgendwas vertraut. Zum Beispiel die Sterne. Wir lernen so viel über sie in der Schule, doch niemand erzählt uns den wichtigsten Fakt über sie. Einige davon sind tot. Und doch vertraut Rachel mir mit der wichtigsten Sache ihrer Welt. Ihre richtige Mutter zu finden. Sie bat mich nicht sofort darum. Anfangs wollte sie nicht mal reden. Es war wie auf dem Schrottplatz vor ein paar Tagen, aber diesmal drehte ich nicht durch. Ich ließ ihr Freiraum. Hier ist etwas, das du nie gelernt hast, Max. Wenn jemand, an dem dir etwas liegt, leidet, tust du alles in deiner Macht Stehende, um für sie da zu sein. Auch wenn das heißt, die Sterne in ihrem Zimmer erstrahlen zu lassen. Damit schaffte ich es, dass Rachel sich öffnete und mich bat, ihre Mutter zu finden. Ich sagte ihr, ich denke, dass ich es schaffe. Falls ich Frank erreiche und den Truck zum Laufen bringe, haben wir eine Chance. Chloe, Beschwörerin der Sterne. Okay. So, es gibt eine neue Nachricht von Rachel. Bla 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 bla. Ganz kurz. 9.5., 9.5., 9.5., 8.5. So. Danke, dass du gestern Abend für mich da warst. Mir geht es viel besser. Rate mal. Vermisst du mich schon? Na klar. Hey, warte mal, rate mal. Hä? Das ist irgendwie komisch. Na gut, wir treffen uns in 2 Stunden mit Frank auf dem Schrottplatz. Ich denke, er kann uns mit Sarah zusammenbringen. Heilige Scheiße. Yep, ich bin noch zu Hause. Duschen und Werkzeuge für den Truck einsammeln. Also treffen wir uns am Schrottplatz. Ich werde dort sein. Du bist unglaublich, Chloe Price. Gut. Okay, wie gesagt, machen wir ganz kleine Pause. Und dann geht's. Schwuppdiwupp. Geht's gleich weiter. Ein bisschen Musik kurz.
So, da bin ich schon wieder. Upp. Okay. Es gibt ja diese eine Firma. Es gibt ja diese eine Firma, die mit H beginnt und mit Nuta aufhört. Und da habe ich heute bei Lidl, ganz kurze Anekdote am Rande, ja, habe ich heute, da gibt es so eine Sorte, die nennt sich Cookie. Und wenn man zum Beispiel diese Oreo-Kekse mag, oder halt auch allgemein so Cookie-Kram, oh, es ist so super lecker, ne? Also schmeckt besser als das Original, muss ich sagen. Mhm. Schmeckt besser als das Original. So, okay. Es geht weiter, meine Lieben. Ich habe jetzt mal ein bisschen das Mikrofon hier so verdingst. Ich hoffe, das ragt jetzt nicht mehr ganz so in die Schrift rein. Aber ich glaube, so ganz. Kannst du noch ein bisschen weiter weg machen, aber ich weiß nicht, ob man mich dann immer noch so gut hört. Ich lasse es einfach mal so. Wird schon passen irgendwie. Okay. So. Okay, also wir haben eine klare Aufgabe. Wir müssen unser Auto in Schuss kriegen. Das mit Frank haben wir ja erledigt. Und wir sollten vielleicht herausfinden, wer hier unser Zimmer durchwühlt hat und warum. Ne? Okay. Ich dachte mir, wir können jetzt vielleicht hier das Shirt. Oh mein Gott, ich muss mal aufstoßen. Wechseln, aber anscheinend nicht. Still can't fucking believe that David went through my stuff. Sicher, dass das David war? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, dass das David war. Ehrlich gesagt. Er ist zwar, ne? Aber ich weiß nicht. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Ja, ist gerade alles ein bisschen scheiße, würde ich sagen. Ne? If Rachel and I were still leaving today, there's literally nothing in there that's worth taking. Sorry, board. I've got a real ride to fix up now. Have I ever watered that? Mit Cola oder was? Better than nothing. Vielleicht wirkt es ja magisch. Mal gucken. Oje, oje, oje. Okay. Tür. Ist da noch irgendwas Wichtiges? Globus. Klassenfoto. Inaccurate as of yesterday. Someone should update this photo. Ja, das haben wir schon mal angeschaut. Oh, jetzt kann ich ein Graffiti machen. Inaccurate as of yesterday. What do I want the record to show? Brennend ausbrennen. I'd say I went down in a blaze of glory. Ja, ist glaube ich besser als ausbrennen. So, It's way too early to be up on a Sunday. ich lasse mal die Musik aus, ne, wegen Copyright-Kram und so ein Gedöns. Almost forgot I had this. I haven't played with it since, ever.
California, huh? Would be cool to see where Rachel grew up. Wenn ich das da so sehe, hätte ich auch gern einen Globus. Irgendwie. Irgendwie ist das toll. Wonder what I can find out about Rachel's mom. Figures. Okay, mal gucken. Search Engine 9. Sarah Gerhardt. Ein Ergebnis. Winchester High School verleiht Sarah Gerhardt den Fisher-Preis. Bla 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 bla. 16. März 89. Jedes Jahr vergibt die Winchester High School den Fisher-Preis, der nach dem berühmten Forscher Robert Fisher benannt wurde, an den Schüler, der sich, das war schon, nochmal suchen. Okay. Also nicht wirklich irgendwas. What? Ein Chloe Price. Betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf folgenden Link. Bla bla bla. Nice to see my work is appreciated. Victoria, nur falls ihr noch mehr Beweise brauchtet, dass Blackwell ohne Chloe Price besser dran ist. Amen, deshalb brauchen Mädchen also immer so ewig auf dem Klo. Respekt. Taylor, niemand hat dich gefragt. Trevor, Steph, Bird, alles. Wow, Chloe, das war stilvoll. Ja, in der Tat. A further layer of nuance. Nathan almost pissed himself. Rezension: Blackwell erobert Shakespeare im Sturm von Danielle Bolge. Letzte Nacht erwachte der Sturm auf der Außenbühne der Blackwell Akademie zu neuem Leben. Die einzigartige und mutige Regie von Travis Keaton verlieh dem Stück eine aktuelle Atmosphäre, die den übertriebenen klassischen Werken üblicherweise fehlt. Die junge Rachel Amber war überragend in der Hauptrolle und beherrschte die Bühne so wie Prospera die unbekannten Mächte beherrscht. Nathan Prescott als Caliban verdient eine besondere Erwähnung. Die schwache, nervöse und zitternde Interpretation des versklavten Monsters durch den vielversprechenden jungen Schauspieler verlieh dem Ganzen eine tiefere Nuance, die von den Teenagern unter den Zuschauern nicht ausreichend gewürdigt wurde. Tja. Was die nicht wissen, ist, dass es halt keine Schauspielerei war von Nathan, sondern tatsächliche Angst. Thou art an idiot. Doch der wahre Star des Abends in der Rolle von Ariel war Neuling Chloe Price, deren Chemie mit Miss Ambers Prospera selbst die Chemie zwischen Miranda und Ferdinand übertraf. Miss Price erforschte Ariels Kampf zwischen Loyalität und Freiheit in einer wahrlich authentischen Darbietung. Tatsächlich ist es eine exzellente Überarbeitung des Originalstücks, wenn Prospera Ariel die Freiheit verweigert. Nie habe ich eine glaubhaftere Darstellung von Überraschung gesehen als Miss Price' authentische Verwunderung. 5 Sterne. Bam, wir sind halt Naturtalent. Yeah, go Skip. Wenn man aufhören sollte. Ein Interview mit Skip Matthews, dem Sänger von Pisshead. Arcadia Bay Online News. Ein charmantes, selbstgemachtes Musikvideo für euren Song Nothing Wrong landete gestern im Internet. Es erreichte in den letzten 12 Stunden über 200.000 Aufrufe. Skip Matthews. Ja, wir waren genauso überrascht wie alle anderen. AB Online, wie erklärt ihr die plötzliche Erscheinung eures ersten Musikvideos? Ich brauchte wirklich eine Veränderung. Ich hatte einen Vollzeitjob, den ich hasste und hatte endlich den Mut zu kündigen. Es war so befreiend und ich dachte einfach, dass ich dieses Gefühl für etwas Neues nutzen sollte. Das war ja der Skip, den wir quasi dazu ja, ermutigt haben, sage ich mal, ja, damit aufzuhören. Unfreiwillig. Unfreiwillig. So much has changed. I wonder if you'd even recognize me now. Ganz bestimmt, Rachel. Papas Jacke. Ach, guck. Dad's favorite jacket. Definitely taking that if Rachel and I ever leave. Okay. Ich glaube, wir sind durch, ne?
Is Mom playing music? Huh. Das klingt schon wieder so, als wenn das schon wieder so ein Traum wäre, oder? Hä? Das ist schon wieder so strange gerade irgendwie. Victoria, SMS. 9.5., 9.5., 9.5. Ich finde, das ist leider ein bisschen doof gemacht, so ein bisschen. Aber gut. So, also hatte ich von Anfang an recht. Rachel Amber ist ein bösartiges Miststück. Oh ja, das ist sie absolut. Du hältst dich jetzt wohl für ihren Kumpel. Yep. Ich habe diese Schule so seit. Niemand hat sich gestern einen Scheiß für mich interessiert. Alles drehte sich um Rachel, Rachel, Rachel. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzähle. Denn jetzt bist du allein und bereust es, dass du so ein Missstück zu mir warst. Wirk, das ist nicht wahr. Wie kannst du es wagen? Ja, Victoria Chase halt, ne? So, aber hier ist es super weird gerade. One day I'll look at that and think, huh, my old home. And not, fuck this shithole forever. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay, my towel's probably in here somewhere. I should just calmly look for it. Ich glaube, irgendetwas ist hier gerade nicht korrekt. I don't even know what's in there. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but we never got around to it. Haarglanzlichter, bombig blau, auswaschbare Haarfarbe. Ready for the best shower of my life. Hot water, don't let me down. Gross. Muskelmann-Pomade, Styling-Pomade mit extra starken Halt. Ich habe so das Gefühl, dass wir irgendwie gerade in der falschen Zeit sind. I truly hate seeing so much of David's shit around here. Das ist bestimmt von unserem Vater eigentlich, oder? Okay, wir gehen duschen. Das ist cool. I need new clothes. What do I feel like wearing on this busy ass day? Okidoki.
Ist hier irgendwas Neues dabei jetzt? Warte mal. Wir gucken mal. Ich glaube, die Bonus-Outfits, die haben wir ja alle soweit durchgeguckt schon. Okay, das ist natürlich Chloe Price, wie man sie aus Stranger Things, genau. Life is Strange Teil 1, glaube ich, kennt, oder? Müsste eigentlich genau der Style sein. Ah ja, okay. Also das war Totenkopf. So, Bonus haben wir durch. Wir gucken mal natürlich das Outfit hier. Das haben wir auch noch nicht. Das sieht dann ja auch ganz cool aus, oder? Also es passt halt zu ihr. Komm, wir nehmen mal das. Ja, wir nehmen das. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Doch, das ist okay. So, aber trotzdem, das ist... Hä? Hier scheint alles so normal zu sein irgendwie. Aber auch die Tapeten und das alles, das sah alles so komisch aus, als wenn das irgendwie hier, ne? So total strange, so alt. So sah das, glaube ich, vorher nicht aus, wenn wir hier waren. Is getting out of here still in my future? Or is this picture the closest I'll ever get? Either way, we're fixing that truck from the junkyard. Okay, warum ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ja, bla bla. Nope. Nur mal schnell im Schlafzimmer gucken. Quittung. No way. Mom actually sold her ring for $300. Arcadia Pfandleiher, Quittung, Gegenstand, Zusammenfassung, Diamantring, fast farblos, Grad B, $300. Sad. Because nothing screams compensating for something like a bright yellow sports car. Sports cars are really good for... Hot Rod, Flammen oder Mädels anbaggern. Beides. Aber eigentlich auch nicht. Chicks. Ja, das Bild ist schön. Okay. Aber das mit dem Pfandleiher, das ist ja tatsächlich dann doch wieder die richtige Zeit. Aber warum sieht das so komisch? War das vorher auch so? Ich glaube nicht. Glaube nicht. Shit. David really is moving in. I remember this. Mom loved it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. Es ist wissenschaftlich bewiesen, du bist offiziell die beste Mutter der Welt. Alles Gute zum Muttertag. In Liebe, Chloe. Diese Karte kann für ein kostenloses Frühstück im Bett eingetauscht werden. Ich liebe dich, William. Can I just give that to Mom again for Mother's Day? Wahrscheinlich eher nicht so. Kondom. Und Videokassetten. Urkt
Okay. I wonder who gave this to Mom. Putting your foot down. A guide to Eine in your unruly teen. Ein Machtwort sprechen, eine Anleitung zur Zähmung des rebellischen Teenagers. Ah, okay, ja. Alles klar, würde ich sagen. Alles klar. So, if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Ja, entweder sie oder David halt sogar, ne? Aber ich schätze mal eher David wahrscheinlich. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also. Ja. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Doch aber schön, wenn sie gerade, ne? Aber ich glaube, das Spiel ist ja immer so meistens, dass jetzt irgendwas passiert wieder oder man wieder streitet und der ganze Tag ist scheiße. Ich lasse mal ganz kurz ein bisschen tanzen. Na gut, genug getanzt. Wir müssen... Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Bleibe nicht lang, komme mir nicht von... Alles Gute zum Muttertag. Ja, das werde ich gleich machen. Ich will einfach mal, muss aber ganz schnell mal was gucken. Aha. Okay. Genug geguckt. Also, alles Gute zum Muttertag. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Soll sich keine Gedanken machen, oder? Don't worry about me, okay? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Mom,
don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking, then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David, the idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Lügner, er hat mein Zimmer durchsucht. Genialer Plan, Leute. Wir wissen ja nicht, ob er es war, oder? Aber wenn er es war... Okay. Ich riskiere es mal. Mal gucken. David's lying to your face, Mom. He searched my room. You gave up any right to privacy when Chloe, you... I asked David to help me yesterday, and he only did what he thought was best. You knew? You knew that David went through all of my... That was before I talked to him and explained why I disagreed with that method. But Chloe, if I'd been able to trust you in the first place... I'm done with this. Chloe, stop. I know why you're acting this way. And I know you're gonna regret it. Come here. Take a look at this. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Ja, komm, wir nehmen es natürlich an. Natürlich. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. What the hell?
just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Ich glaube, für das Spiel, also, oder ja, für das Spiel soll das wahrscheinlich gewesen sein mit dem Kapitel David und ihrer Mutter. Aber war ja ein gutes Ende letztendlich. Ah, dieser Song. Come on. Work with me here. Damn it! Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Okay. Das wird wohl. Oh je, was ist denn hier alles? Eieiei. Uff. Okay, ja, Musik machen wir mal aus. Wir schauen mal alles an erstmal. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Nothing doing. Mhm. It's pretty loose. How can I tighten it? Ach so, ich verstehe. Und jetzt, das müsste ja passen jetzt eigentlich. Ja, wie gut, Chloe. Sollte Kfz-Mechaniker werden. This thing is going to the fuck up. Maybe. Okay. Sick. Gross, but also kind of inspiring. What do I see? Ein Rabe oder ein Löwen? Also wenn dann eher ein Löwen, oder? Oh, I know.
Schön. Okay. Hm. Schraubenzieher und I can Zange. definitely see some problems. Ja. Just need to match them to the right tool. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Dann brauchen wir wohl die Zange. There. Fits like a deadly electric glove. Nice. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Warte mal, dann wird da ja wahrscheinlich der Schraubenzieher sein. Ich hätte vergessen, was er da gesagt hatte bei dem Ding. Aber wir probieren es mal. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Ach so, ah ja, stimmt. The distributor cap looks pretty gross. Die Zange? I bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. Kann man mit der abkratzen? Nope, Nee. not gonna help. Bleibt ja nur der, oder? Ach so. Ach, Moment. Mist, ich habe das Falsche gedrückt. The distributor cap looks Ja, pretty ja. gross. I need I got something it. small to scrape the gunk off the cap. Okay, jetzt der Schraubenzieher. Hi Mirko, grüß dich. Hast du meine Nachricht erhalten, ja? Aber du hast schon den Übergang verpasst jetzt leider. That should help keep shit distributed. Well, fuck. ABFB-Warnung. Mein Internet kackt momentan alle abends immer ab und wenn es geht, habe ich 2 Ende Download. Da habe ich eine schöne Idee schon. Oh je. Ja, dann hoffe ich, dass das bald wieder normal läuft bei dir. Bei mir habe ich das aber teilweise auch gehabt in letzter Zeit bei der Telekom. Aber es hat sich wieder gefangen. Easy to shove back in. Go back from whence you came. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Please, I need you. Klingt gut. Yeah.
Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? Hey, I thought we were cool after that Drew North thing. Don't you want to be cool? Oha, der Typ. Nicht gut, ne? Ich habe beim dritten Anruf einen Monat umsonst bekommen, aber das Problem ist immer noch da. Aber immerhin haben sie dir einen Monat gegeben, das ist doch schon mal schön. Dann haben sie ja anscheinend das Problem nachvollziehen können. Aber Hauptsache 50 Mbit Upload. Ja. Also streamen könntest du, ohne Probleme. Und das ist das Koaxialkabel, Ralf. Da fällt zwischen 19 und 23:30 Uhr immer aus. Kappa. Okay. Verstehe ich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig, aber okay, Mirko, okay. Okay. Warum das Koaxialkabel immer zwischen 19 und 23:30 Uhr? Keine Ahnung, was du damit jetzt meinst, aber okay. Okay, so, was sage ich denn zu dir? Am liebsten würde ich ja sagen, fick dich, ne? Aber ich will ja gerade keinen Stress, weil wir haben was anderes vor. Gotta say, I really dig the whole tough girl thing. Frank was right about you. How'd you like to work full time for us? Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing? Frank says you were asking about a client of his. That true? Ja, er hat es ja eh schon erzählt, also können wir, glaube ich. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. Das interessiert dich so sehr, eine Freundin geht dich nichts an. Eigentlich tendiere ich ja zu geht dich nicht an, ne? Aber ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht so einfach raus hier.
sagt einer von den Vodafone-Leuten und schickt mir ein neues Kabel zu. Ach, was? Ernsthaft? Er hat gesagt, zwischen 19 und 3. Hä? Das ist ja ein Meisterdetektiv-Techniker. Was? Aber es wird doch nicht am Kabel liegen. Also wenn es im Normalfall funktioniert, dann kann es ja nicht am Kabel liegen. Oh, ja gut. Aber du kriegst ein neues Kabel, auch nicht schlecht. Ich habe auch noch so eins hier. Irgendwo. So ein Koaxialkabel für Internetkram. Also, was interessiert es dich so sehr? Eine Freundin. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now. Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Holy shit. Oh, you fucking bitch! Heilige Scheiße. Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on. Shit. Shit. Hey! Hold on, okay? Rachel? No. No. I'm not losing you. Krass. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ein bisschen schon, aber ich dachte eigentlich, nee, das wird schon nicht passieren. Uff. Hätten wir das verhindern können?
Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? God. It's my fault. I should have listened to you. I even saw your file saying Sarah was connected to Damon Merrick. I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? Boah, das ging alles so schnell, ne? Er wollte Infos über sie. Rachel wurde wütend. Ja, klar, ja, stimmt. Ja, also klar. Er wollte ja Infos. When he found out Rachel was the DA's daughter, he wanted information about you. And how did he know that I'm her father? I called her Rachel. And he figured it out from there. It's not your fault. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this, I'm hoping she'll finally see reason. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have. Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Hey. Steph. How's Mikey? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely.
I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Ach Gott, oh Gott. Aber ich denke, wir haben das gerade alles richtig. Also, ich meine, was hätte uns jetzt noch gebracht, irgendwie, weiß nicht, die Wahrheit zu vertuschen oder keine Ahnung. Ich denke. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. Jetzt sind wir im fucking Krankenhaus, ey. One more hour of waiting, and I would have read that. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it in one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh, that's weird. Ich frage mich halt die ganze Zeit irgendwie, ob es möglich gewesen wäre, diese ganze Sache irgendwie anders zu machen. Also, dass es nicht zu If I diesem. want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Frank's business must be booming. Shit. Achtung, I hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihren Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass sie es zu ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Ja, das stimmt aber, ne? Also die Ärzte müssen das wissen, ob man irgendwas in der Richtung, naja, ich sag mal halt genommen hat, damit die halt nicht irgendwie was verabreichen, was nach hinten losgehen kann dann. Damn. Are these all firefighters? Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses, aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfung durch Hitze und/oder Rauchinhalation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B. Konsultieren Sie Ihre Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Danke. Ja, haben wir in dieser Cut-Szene vorhin gesehen, dass irgendwie in jeder Szene waren halt Feuerwehrmänner zu sehen. Mit ihr können wir nicht reden. Brief. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstadter. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Michael North, ein Schüler der Blackwell Akademie, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortungen einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott beantwortet am 9.5. Anonym, ne? Dieser Brief liegt ganz oben öffentlich in einer Ablage. Okay, hier komme ich nicht rein. Kaffee trinken? Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. If I want to stay sane, I need to stay busy. Ups.
Nochmal? Das will nicht, das Ding. Komm, alle guten Dinge sind 3. Ha! Yes. Yummy. Und ein bisschen Zucker kann, glaube ich. I want like 20 more of those. Kann in dieser Situation, glaube ich, nicht schaden. Okay. Jetzt haben wir das hier irgendwo hingeschmissen, oder wie? So, ich gucke mal ganz schnell hier hinten. Okay, geht's. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Those people suck. Wer war das? Habe ich irgendwas verpasst? Okay. Moment. Achso, okay. Gut, ich glaube, wir haben hier in dem... Ja. Ah, wir müssen, glaube ich, noch einiges lesen, ne? 9.5. Ja. Bla bla bla. So, Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du jetzt an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Ihr seid noch super neugierig, ne? Oh Mann, wie wär's mit etwas Vertrauen? Nein, ich frage ja nur. Freut mich, dass du dich für etwas interessierst. Mach weiter so. Okay. So, Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Arcadia Bay, Forstbehörde Arcadia Bay, Oregon, bla 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 bla. Feuer im Culmination Nationalpark noch immer aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Ei. Achso. Ja. So. Wir haben 2 neue Seiten. Max, ich glaube, ich will ein Tattoo. Ja, ich weiß, es ist permanent, richtig? Aber das ist das Ding. Das ist es nicht. Nicht wirklich, weil wir alle alles andere als permanent sind. Komisch, wie viel simpler das Leben ist, wenn man daran denkt. Punkt. Wie meine Haare. Ich wollte wissen, wie sie im Blau aussehen würden, also tat ich es. Sieht klasse aus. Eines Tages färbe ich sie komplett blau. Und wenn es mir dann nicht gefällt, was soll's? Sie fallen sowieso alle irgendwann aus. Siehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was auch nicht permanent ist? David. Der Arsch durchsuchte mein Zimmer, während ich weg war und lieferte dann die lahmste Entschuldigung der Welt ab. Er versuchte eine Verbindung zwischen uns herzustellen durch seinen toten Freund. Was okay. Eine 1 für den Einsatz. Als ich endlich loskam, bin ich ab in die Garage, die David gerade in seine ganz persönliche Arschlochhöhle umdekoriert. Wenigstens habe ich, wofür ich gekommen bin. Papas Werkzeugkasten. Ich wette, die Idee, dass ich mit seinem Werkzeug ein Auto repariere, würde ihm gefallen. Auf zum Schrottplatz, um herauszufinden, ob ich den Truck zum Laufen bringen kann. Ich weiß, es ist nicht dauerhaft, aber ich hoffe, die Bestie hat noch etwas Leben in sich. Chloe, die Abwaschware. So, jetzt kommt der aktuelle Eintrag. Max, ist dir je aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Stimmen alles realer erscheinen lassen. Genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es war, die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte. Ich benutze Davids Anleitung, um den Truck zu reparieren. Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann wurde alles total abgedreht. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihrem Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir herausfinden konnten, warum, zog er ein Messer und stach auf Rachel ein.
Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre, doch ich erstarrte. Wäre nicht Frank gewesen. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. Chloe, die viel zu reale. PS, ich hoffe, Frank geht es gut. Das hoffe ich auch, aber wir wissen ja mehr oder weniger, dass es ihm gut geht, weil er ist ja in Teil 1 da. Auch noch da. Gut. Okay, jetzt können wir wirklich weitergehen. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht Ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende wird dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen. Danke. Mhm. Oh, warte mal, Poster. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Das stimmt allerdings. Biologisches Gefahrengut. Gefahrgut. Beseitigen Sie biologische Gefahrgut angemessen. So. Ist das der Vater hier? Von Mikey? Is this Mikey's room? Anthony North. Ja, das müsste der Vater sein, ne? Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Mikey? Yeah. Wie läuft das so, nett sie kennenzulernen? Ja, komm, ich bin erstmal freundlich. Well, it was nice meeting you. Likewise. Ach so. Oh, excuse me. Ich wollte das Gespräch ja gar nicht so beenden. Ja gut. Dann Chloe. Hey, you made it. Hey, Chloe. Wie geht's deinem Arm? Was treibt ihr so? Hey. How's the arm, Mikey? I wish it was the other one, so I could draw and stuff. But other than that, it's just broken. Sweet hair, by the way. I bet you could pull off Sailor Mercury. Thanks. Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. Why? What happened? Rachel was stabbed in the arm by Damon fucking Merrick. Yeah, that's not funny. Shit. You serious? Fuck that guy. It wasn't because of me, was it? Oh, no. We got our own set of problems with him. That's crazy. The whole thing makes me want to just... I swear, if I ever meet that shithead, I'm gonna... What? What are you gonna do when you meet Damon Merrick? Something terrible. Uh-huh. I am. Like... Karaoke-Kampf ihn anschreien? Challenge him to a karaoke battle? Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay. Throw dice at him. Criticize his taste in film. Okay. Tell him about a band he's probably never heard of, but should have. Enough.
Anyway, we're glad Rachel's okay. You should hang out here till she wakes up. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Okay, und weiter geht's. Blümchen. Oh, those must be from Steph's parents. Oh, man. Did I miss the robot visit? Geometrie-Hausaufgaben, Kapitel 14 und 15 lesen Aufgaben Seite 314 bis. Achso, nee, ja. Und so weiter. Fällig Mittwoch, unser Roboter sieht scheiße aus. Mann, wir brauchen dich. Können wir ihn morgen mitbringen? Hä? Wie auch immer, was auch immer. Mikey's nurses must love this. Name Michael North, Zulassungsdatum bla bla, Einweisungsgrund Cyborg-Operation, wurde Uran ausgesetzt, Drachenbiss, Medikation, Heiltrank 6 Zauberbohnen, Kuss einer schönen Frau, behandelnder Arzt Dr. Bill Anderson. Das ist ja süß. Das möchte ich gerne auch auf meiner Krankenhauskarte haben. So, Karteikarte. Look at that. Wells being nice for a change. Michael, ich möchte mein tiefstes, das ist der Direktor übrigens, der das schreibt, Beileid für Ihre Verletzungen ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwell zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwell auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwell ist sich ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass ihre Lehrer bereit sind, all ihre akademischen Bedürfnisse zu erfüllen. Aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Blackwell-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wertz. Ja. Mikey's entering into a cartoon contest? I hope he wins. Michael, Erfolg. Ich konnte eine Verlängerung aufgrund eines medizinischen Vorfalls für deinen Eintrag in den Cascade Pet Cartoon Wettbewerb rausschlagen. Ich denke, dein Superheldendesign ist der perfekte Sprecher für die Erhaltung der Meere. Auf eine schnelle Genesung, Mrs. Cowell. Mhm. Okay, die Dings. Okay. Steph and Drew aren't leaving Mikey's side. Das ist wirklich cool, He's oder? lucky to have them. Also, dass die halt hier sind. So. Ich meine, nichts ist langweiliger, als allein im Krankenhaus rumzueiern. What are you guys doing? I thought you'd never ask. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elamon's backed himself into a pretty tight spot this time. He might not make it. Spielen wir jetzt wieder? Calamastia. She can join Elamon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait. You're into this nerd shit too? I mean, I just played with them once. It was epic. It was a little epic, yeah. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character died last time. Oh, yeah. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Yeah. I totally did have that thing. Holy shit.
so you can actually swoop in and save my ass. What do you say? Na klar, let's go. We gotta save Elamon, right? Wenn das nicht zu seiner Genesung beiträgt, dann weiß ich auch nicht. We rejoin Elamon as he majestically soars over the traveler's path. He glances over his shoulder, only to discover his pursuers are right behind him. Wait, you can fly? I'm a wizard. Plus, I kinda have to since you cut my feet off last time. Oh, yeah. I totally did that. You totally did. This game is awesome. Elamon comes around a corner to discover Calamastia, the elf barbarian, sitting by a fire, roasting squirrels. Greetings, powerful Elamon. From whence do you run? Float. Or whatever. Funny you should ask. I'm being chased by an army of dragonkin. Remember when you killed that jailer and took his key to free the prisoners in the prison camp? Turns out you offended their entire clan. And they're after me now. Was kein Ich in Team? Kann ich helfen? Sounds like you could use a hand from your favorite elf barbarian. Your crotch punching abilities are second to none. Suddenly, dragonkin scouts rush in, clawing you while your backs are turned. Take 4 damage. You're up first. What do you want to do? Was tun wir? Entwaffnen, bloße Hände, Wirbelschlag. Ah. Ich denke, wir machen den Wirbelschlag. Das klingt ganz gut. I do a spinning slash. 16. Good enough. You spin around, using your axe to slash all 6 dragonkin at once. They all drop dead in a puddle of blood. Hey, nice one. Don't celebrate yet. You begin to hear the clinking armor of hundreds of dragonkin warriors. The sound grows louder as they grow closer. And this is why I was running. Wir schaffen die. Weglaufen klingt gut. Komm, ein mächtiger Magier und eine mächtige Elfenbarbarin. Let's go. Come on. You can totally take these fuckers down. I just killed 6 of them. Those were scouts, Chloe. Warriors are 4 times that hard. Oh. Well, shit. Running and living. Yeah, sounds like a plan. You sprint as fast as you can until you come across a fork in the road. One path leads into the mouth of a deep, dark cave. The other takes you into a dense, misty forest. Which way do you go? Wir nehmen auf den Zahnfühlen in die Höhle in den Wald. Dann nehmen wir mal die goldene Mitte. Can I, you know, feel it out first? Totally. Roll for perception. 13? Despite the desolate look of the caves, your elvish senses tell you that something does in fact live inside. Something unfriendly. That's some solid intel. Next, you turn to the forest. Though it seems still, you sense that what's inside is not entirely at rest. Okay, come on. The dragonkin are still behind us. Wir gehen in den Wald. So. All right. To the forest it is. Let's go. Vielleicht As ist es ja soon as etwas you enter the Gutes. shade of the great trees, it becomes eerily silent and very cold. You notice the stones on the ground are arranged in strange patterns,
creating huge designs all over the forest floor. I think I know what this is. I follow the stones. The stones lead you to the center of the forest, where you see a mysterious glowing idol upon a golden pedestal. A forest idol. I could use that to regrow my feet. Help me steal it. Wollen wir ihm vertrauen? Wir vertrauen ihm einfach. Oh, yeah. Now this is my kind of skill challenge. Awesome. Roll for idol theft. 20. You find a log on the ground and pick it up. Ever so slowly, you lift the idol and slide the log into its place. Sweat pours down your face. You wait, but nothing happens. No net appears to catch you. No blow darts shoot from the trees. The idol is yours. Fuck yeah. Nice. You Indiana Jones the shit out of that. Using the idol, Elamon channels the energy of the forest. Fog sweeps in from all around, obscuring his legs. When the fog rolls out, Elamon has a brand new pair of feet. Yes, finally. Suddenly, a bony hand shoots up from the ground in front of you. Then, the undead soldier it belongs to sits up from his grave, sending dirt and pebbles flying. Your excited shouts have woken him from his slumber. Balls. Then, the ground beneath you shakes. Bony, rotting hands shoot up from the ground all around as an entire army of undead warriors rises from their graves. You have disrupted the undead forest, an ancient burial ground for fallen soldiers. They surround you now, armed to the teeth, bony faces grinning. Totally worth it. Run. Luckily, the undead have a very low running speed. The party flees safely, but the soldiers aren't far behind. As you near the edge of the forest, you hear the familiar boom, boom, boom of heavy footsteps. Out of the shadows and into your path steps Durgaron. Oh, shit. Is that me? You're gonna play? I'm gonna kick your ass. This is awesome. What do I do? Say something threatening. You shall not pass. I've heard you sound more threatening when ordering pizza. You got this, Drew. I mean, Durgaron. Weak, foolish creatures. You were lucky to escape me the last time. But fortune does not shine forever. When I'm done with you, death shall seem a quiet reprieve. Word. I wrote that for him. Shut up. Now remember, Durgaron is still wearing his bracer of fire immunity and is impervious to all of Elamon's battle spells. Yeah, as it should be. It's your move. Wütende Wucht, Elamon rufen, Eisschlitzer. Also ich nehme mal an, wenn er gegen Feuer immun ist oder wie auch immer durch seinen Band, dann nehmen wir doch den Eisschlitzer, oder? So this says I have some special kind of magical frost sword that does some ice slice thing. I'm doing that. Here we go. A 20? Shit. That's good, right? Durgaron, roll to reduce damage. You pull out your magically frozen blade and then unleash the ice slice to end all other ice slices. Ice slice. Durgaron takes 21 damage, but is still standing strong. I'll swing my giant-ass sword at your head. The elf just manages to duck under your blade, avoiding damage, but getting a pretty nasty haircut. You'll pay for that. Wütende Wucht, Elamon rufen. Okay, jetzt sind wir wütende Wucht. I feel like
Rage Slam might be good. Bring it. Channeling your immense fury, you try to lift Durgaron into the air for a body slam, badass style. 12. 16? Durgaron's stronger than you think. He reverses your grip and lifts you up, throwing you through the air easily. Ha! Bullshit. You land in an embarrassingly awkward way. Take 5 damage. I take it all back. This game is dumb. I kick her while she's down. Make that 16 damage. Back to you. I call upon Elamon. Help an elf out. I know. I cast Clairvoyance. What would you like to see? Durgaron's weakness. Hey, what? An image forms in your mind. You see a small, adorable gnome bard singing a sweet song in a city street. Suddenly, Durgaron appears standing over him. He snatches up the bard, carries him to the sea, and throws him like a football far into the storm-tossed currents. Immediately after, he grabs his throwing shoulder in pain. You hurt your shoulder tossing a gnome into the ocean? I don't know what she's talking about. Didn't you throw that marching band kid in the pool last week? Not that you can prove. I stab at his right side, where he can't fend me off. Come at me. She lunges for you. You try to raise your sword, but pain shoots through your arm like lightning. Her axe gets you right in the ribcage, dropping you to your knees. This one's all yours. Skull bomb. Yes. Wait, skull bomb? I ignite a very small sun inside my enemy's head. Though his bracer shields him from the heat, the gravitational force of the sun causes Durgaron's head to implode until it disappears with a bloody pop. Finally! Whew, man. Finally? That was like 2 seconds. I barely got to play. Nicely done, Elamon. If Durgaron's dead, I grab his bracer. Oh, yeah. The bracelet of fire resistance. Bracer of fire immunity. Whatever. You burst forth into the majestic meadow, horizon to horizon. All you can see is lush, green fields full of birds, flowers, and dragonkin. What? Instead of chasing you, they circle around to set a trap, and you just walked right into it. As the dragonkin ahead prepare to attack, the army of undead arrive behind you. We're surrounded and screwed. Come on, Elamon. I'm sure you've got some sweet spell that'll save us. I do have Searing Crystal. Perfect! Searing crystal these fuckers. You don't get it. This isn't just another battle spell. This crystal is like dropping a nuke. It'll kill everything, including you and me. Actually, you did grab Durgaron's bracer of fire immunity. Whoever wears it would survive. See? Problem solved. But there's only one bracer. Gemeinsam sterben oder opfert mich. Ja, komm. Wir opfern uns. Mikey loves his character. I can't just let him get Elamon killed. Um Widerworte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören, um deine Antwort dementsprechend viel. Achso, ja, das kennen wir ja noch. Elamon, keep the bracer and cast the spell. I'll hold them off so you can survive. It won't work. Look at all of them. I should have never started this quest. I'm too weak. You're Elamon.
freaking wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avalon. Avronon. Yeah, that. See, you can do anything. Wow. You actually remember all of that? But I've never even used this spell before. What if I roll too low? You know what else you've never done? Given up. If either of us is going to survive, this is the only way. You're the only friend who's ever helped me. I can't leave you behind. People must be lining up to adventure with the great Elamon. You could replace me in no time. I won't just kill you. You're the only one I want to fight beside. Think of all the distressed villagers out there who need you. If you kill yourself, you're also killing them. But I can save everyone. I know I can. Somehow. Elamon, dude. If you can't save everyone, you should at least save someone. Save yourself. All right. I'm so sorry, Chloe. Elamon secures the bracer of fire immunity on his wrist. He gives the elf barbarian one last nod and reaches to the sky. The searing crystal lifts from his hands, floating up into the clouds. You got this, bro. Suddenly, an explosion. Fire arcs outward in a ring. Then the ring begins to spin. Whoa. A quiet stillness encompasses the meadow as all creatures gaze upward at the swirling flames. Thank you, Chloe, for everything. The flames descend over the meadow, bathing everything in liquefying arcs of infernal chaos. Monsters begin screaming in agony. Badass. Chloe, you've got one final moment before your angry elven body is burned away forever. Any last words? Danke, Elamon. Mittelfinger. Scheiß auf diese Typen. Ich schwanke zwischen Scheiß auf diese Typen und dem Mittelfinger. Aber ich nehme mal Scheiß auf diese Typen. Yeah. I turn to the monsters surrounding us and yell, "Hey dudes! Fuck you!" At least it's true to character. The spell comes to a spectacular climax until all you can see is white. Then, all is calm. All is quiet. All is ash. Damn. Congratulations, Elamon. You have completed Revenge of the Dragonkin. That's it? She's dead? And the game's over? Yep. And Elamon's left alone once again. It was fun having a companion while it lasted. Well, what if I make a new character? Wait. Really? You want to keep playing? Sure. This is gonna be dope. That was a pretty intense one. Yeah. Thanks for playing. It always means a lot to Mikey. Seems like the least I could do. Na, das war doch schön. Okay, kann ich noch weiter? Irgendwas? Say hi to Rachel for us. It's kind of nice that I can bum around here while I'm waiting for Rachel. Okay. That's cute, I guess. I barely knew Mikey 2 days ago, and now I feel kind of protective.
Das war gerade weird irgendwie. Weil ich glaube, Steph hatte gerade keine Haare, oder? Warte mal. I barely knew Mikey 2 days ago, and now I feel kind of protective. Ich glaube, sie hat sich irgendwie in dem Moment so eine Animation gehabt, wo sie sich nach vorne gebeugt hat und da waren gerade keine Haare. Das sah komisch aus. So, aber wir unterschreiben, den gibt's selbstverständlich. Hey, can I sign your cast? Yeah, definitely. Something nerdy. But not too nerdy. Armrüstung. There you go. Cool. Thanks for playing, Chloe. That was one of the most emotional adventures I've ever had. Ja, willkommen in Life is Strange. Doch, mein Gott. So. Cool, sogar hier das Ding ist animiert hier hinten. Okay, dann haben wir's. Haben wir's durch. Kann ich mit ihm jetzt nochmal reden irgendwie? Nee. Okay, dann. Hey, wait up a sec. Sorry I got angry at you yesterday. About the money. You were just trying to help. Don't worry about it. You were in a really tough situation. A situation I created. When you said that Damon stabbed Rachel, I kept thinking, I'm supposed to look out for Mikey, not bring this shit into his life. I think you saved us from something so much worse. Thank you. Yeah, sure. Thanks for stopping by. Bye, Chloe. Von James Amber. Chloe James Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Nochmal Timing. Oh je, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hey. Just heard the fire went out. Went out? You mean it's controlled? No, it's completely out. It extinguished itself. How could that be? Hell if I know. Those guys look exhausted. I'm so relieved that Rachel's awake. I should see her right away. I'm so glad Rachel's okay. Das Zimmer von I ihr? can't wait to see her. Okay, dann will ich da noch nicht rein. Moment. Oh. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you. He put down a couple of bullies who were harassing him at school. That is all. Sir, I believe your son is manifesting serious and alarming symptoms. Rachel's probably waiting for me. Allow me the chance Ja, to... okay, also Already getting more than enough attention from one of you. kein Wunder, warum, dass der Sohn halt so abgedreht ist, ne? Letztendlich dann in Life is Strange. Oh, okay. I really regret overhearing that. Wow. Rachel's mom does not look okay.
Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. I'm sure Rachel can't wait to see you. Mal schauen. Wie es ihr geht. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Das ist so süß. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. Just don't do that again. Play the damsel in distress? You got it. No. Attack a psycho with a 2x4. That was crazy. Newsflash, Chloe. I'm a little crazy. Crazy hot. Happy that your dad's here? I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah,
Mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Das dachte ich. Auf jeden Fall, ja. I figured you would. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. I like it. It's nice. Nice balloon, I guess. Yeah. It's from Mikey. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Ich denke, wir sollten jetzt nicht jeden und so, ne? Also, das, ja. I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. I guess I'll stop by after I see Mikey. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Yes. Bums. I'll make sure to keep you posted. Right now, I'm here to take care of Rachel. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on.
Warum hakt er denn jetzt da nochmal so nach? Nee. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Ich komme mit ihm halt irgendwie nicht so richtig klar, ne? Ich weiß auch nicht. Der passt doch gar nicht zu Chloe. Die passen nicht zusammen. Okay. Also sie will sich auf jeden Fall immer noch mit der Mutter treffen, also mit der leiblichen Mutter. 0722. Ich habe es mir mal lieber in mein Handy eingetragen. Aber eigentlich will ich das ja gar nicht, ne? Einbrechen, aber wir tun es für Rachel. Wir tun es für Rachel. Okay. Eigentlich will ich gar nicht so genau schnüffeln. Search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Aber, ja, okay. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Das gehört einfach dazu, oder? It's the big one. Das gehört einfach dazu. Schneekugeln in Life is Strange. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. So ist es. Aber schickes Büro, ne? Nett, nett. Vaterpreis. Best dad. That stuff is all politics anyway. Der Fahrrad was, ne? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Ja, wenn das nicht mal ein Schlüssel, ja, ihr wisst schon. So, warte mal. Huch. Nein, warte mal, wo ist jetzt die Nachricht von ihm? Drew war das? Hey Price, danke nochmal, dass du mit Mikey gespielt hast. Haha, das war ein gutes Spiel. Viel Glück mit deinem Ärger. Pass auf dich auf. Das ist von uns allen. Danke. Mikey sagt, ich soll Chloe sagen, sie packt alles. Hoffentlich. Ah, schon putzig, ne? So, wir haben eine neue Seite zum Lesen. Max, ich glaube nicht, dass du weißt, wie du für jemanden fühlst, bis du sie fast verlierst. Bis du im Warteraum des Krankenhauses sitzt, wie an deinem Stuhl geklebt und doch fallend, still und verzweifelt darum bittest, ihre Stimme zu hören, ihre Hand zu berühren und sie zum Lachen zu bringen. Dann weißt du es. Es war komisch, bei Richards Vater zu sein und irgendwie angenehm. Punkt. Angenehm.
Auf einmal waren wir im selben Team und der ganze andere Scheiß war egal. Ich denke, ich sehe, warum Rachel ihn liebt. Ich besuchte Mikey und verbrachte etwas Zeit mit ihm und Steph. Und ich munterte Mikey auf, indem wir den Nerd rausließen. Nach einer gefühlten Ewigkeit wachte Rachel auf. Selbst nach all dem, was passiert ist sie immer noch darauf aus, ihre Mutter zu finden. Also bin ich es auch. Hier ist der Plan. Ich werde in James' Büro rumwühlen und sehen, was ich über sie finden kann. Dann finde ich sie, damit ich sie treffen können. Ah, okay. Ganz egal, wie schwierig es wird. Chloe, die Kopfgeldjägerin. True. Check nur ganz kurz noch weiter die Wand hier ab. Oder die Seite. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Pike. Also wir hatten ja auf jeden Fall im Laptop von dem Namen schon gelesen. Aber, ja. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung verdienen an James Amber in Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Yep. James sure keeps lots of files on people. Als Staatsanwalt, ja, da hat man ziemlich viel Kram. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Von S. Gerhardt, Gerhardt.net an James Verlag. Betreff, es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen, du bist dabei, von deinem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Wähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht hat zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist, also tue es. Ach so. Warte mal, der Vater hat irgendjemand beauftragt. Was ist denn da los? Also. Okay. Das ist ja jetzt auch wieder merkwürdig, ne? More sherry. Alkohol, Alkohol. Tada! A secret booze stash. Achso, okay. Okay, spätestens jetzt haben wir verraten, dass wir hier drin waren, aber gut. Okay. Locked drawer inside locked office. Seems promising. Yep. Und wir haben schon den passenden Schlüssel, denke ich. Jackpot. Welcome to Shadyville. In einem Schuhkarton. James's stamp collection.
have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Okay, dann fangen wir wohl mal ganz oben an. Okay, 21.04.2010, 15:03 Uhr. Das heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie reden wir? Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Warte mal. Achso, das ist dann schon eine Weile später wieder. Ein paar Tage später. Nun, ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. 9.5., das ist ja... Holy shit. Das ist ja an dem gleichen Tag. Das heißt, der schreibt mit dem Damon? Der hat den Damon beauftragt, sich um Sierra zu kümmern. Letztendlich hat sich dann Jack um Sierra gekümmert. Warte mal. Entspann dich, mein bester Mann kümmert sich drum. Das war in der Nacht. So, und das hier, 12:22 Uhr, war dann schon danach. Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts. Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Oh, krass. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? So, jetzt geht es quasi um Schreiben, oder? Dafür willst du büßen? Nee, wir fragen, wo Sierra ist. Jetzt benutzen wir also Namen. Oh, warte mal. Wie kann man hier hochscrollen? Okay, mit der Maus geht's. Mit dem Pad geht's irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht warum. Moment. So, wo ist Sierra? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. What do I say? Was denn für ein Beweis? Das Messer oder wie? Du zuerst. Fuck. Ich weiß, dir ist das alles neu, also lass ich das durchgehen. Verarsch mich nicht. Zeig mir, dass du den Beweis hast. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Ein Bild vom Beweis schicken.
Ist da, warte mal, ist da noch was in dem Karton drin? Nee. Ansehen. Verdienstauszeichnung. Warte mal, vielleicht einfach ein Messer oder was? Nee, sie geht wieder zurück. Schneekugel, Akte. Akte. Fehlt hier hinten? Ah, warte mal. Oh, hier ist doch noch so einiges zu gucken. Ah, ich guck mal ganz kurz hier. Arcadia Bay's least wanted. Achso, hier ist nichts weiter. Okay. This must be what Damon was talking about. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Datum Opfer Eli Forbin, gesichert von Officer Ernie Yates. Beweisbeschreibung, Lederhandschuh, Fundort, Tumnus Sägewerk. Aber das ist so krass. Dann beschützt der Staatsanwalt, also Rachels Vater, die ganze Zeit diesen fucking Damon-Typ. Und selbst im Fall seiner eigenen Tochter. Das ist heftig. Did Damon really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. Gesichert von Officer Ernie Yates. Ist immer der gleiche Officer, ne? Übrigens. Beweisbeschreibung 22er Patronenhülsen. Fundort Tumnus Sägewerk. Messer. Das ist das Messer, Did oder? Damon really shoot someone? Achso. Hä? Warte mal. Guess I shouldn't be surprised. Achso, hier. Messer. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. 12.04. Das war schon eine Weile her. Ernie Yates, Beweisbeschreibung, 22er Messer. Aber immer Tumnus Sägewerk, ne? Es ist alles dort. Okay. Ja, aber ich glaube mit dem Messer. Wir gucken mal, ob wir eine Akte finden oder sowas. Vielleicht ja hier jetzt so. Arcadia Bay's least wanted. Polizeibehörde. Ah, hier, warte mal. Anzeigerstattung, Art der Klage, Tätigkeit. Zuständiger Beamter, Sergeant Alex Keller, Abzeichnung bla bla. Name Damon Merrick, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,83, Gewicht 82, Haarfarbe braun, Augenfarbe braun. Ethnische Zugehörigkeit kaukasisch, hispanisch, afroamerikanisch, amerikanischer Ureinwohner, asiatisch. Achso, eine Kreuz kaukasisch, ja klar. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Vergehens, schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22:15 Uhr, Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumnus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigungen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuh wurde gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22:21 Uhr angenommen und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22:38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Also der Handschuh. Der Handschuh. Alles klar. Ich warte.
Warte. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja, und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Es ist jetzt draußen. Sie geht wieder zurück, ne? Ja, okay. Also spielt sie gerade alles nur in dem Zimmer. Aber ich bin trotzdem erschüttert, ehrlich gesagt. Holy shit. Also Mülleimer, Handschuh verbrennen. Ja, gut. Oof. Better not touch that again. Du hast dich drum gekümmert. Gut. Also. Da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitze ist. Ach, jetzt kann ich scrollen auf einmal. Okay. Was? Spitze? Schluss jetzt. Niemand. Keine Ahnung. Ja, Schluss jetzt, oder? Ich meine, jetzt. Wir wollen jetzt, wir haben das gemacht, was er wollte. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Okay, wo ist sie? Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sagte. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Gott, krass, so richtiges Detektivspiel jetzt hier. Ah, unsere Mama. Chloe, ist alles okay? Achso, warte mal. So. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen so schon nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, es ist alles okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Naja, Hauptsache zwischen denen ist alles in Ordnung erstmal. Okay, also wir brauchen... Warte mal. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Kopfaufnahme des Verkäufers. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. This guy let me into the mill. Cool dude. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Sheldon Pike. Ach, das ist ja der.
Sheldon Pike, das ist der. Wir können jetzt da seine Akte anschauen. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Also Frank werde ich nicht beschuldigen. Mal gucken, warte mal. Wir schauen uns nochmal die Akte hier hinten an. Das war ja die. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Polizeibehörde Arcade Bay, Abteilung für Bewährungshilfe. Bewährungshilfe Oliver Rutherford, bla bla. Bedingt entlassener Sheldon Pike. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Nein. Verzehr, führen Sie bitte Datum und Anklage, bla bla. Verifiziertes Einkommen letzten Monat $1.775. Unternehmen ACFC, Stellung Schichtleiter. Kommentare des Beamten, sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Unterschrift des Beamten Oliver Rutherford, Unterschrift des bedingten Entlassenen Sheldon Pike. Ja, dann würde ich einfach sagen, dass wir den beschuldigen, oder? Das war eh ein Arschloch. Ein richtiges Arschloch. Komm, den nehmen wir jetzt einfach. Keine Ahnung, ob das jetzt... Wird schon passen. Der Informant ist Sheldon Pike. Scheiße, echt, ich kenne den Kerl kaum. Und jetzt wird er sich wünschen, wir wären uns nie begegnet. Gut gemacht. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast. Und ich sag dir, wo wir uns treffen. Hä? Was the fuck? Payment? Fuck. Wie viel ich habe es... Ich habe dein Geld. Gut, schick mir ein Foto und wir sind startklar. Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Ich nehme mal an, immer noch hier irgendwo, oder? Was? Säge mir? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Ein geheimes... Na, guck an. Da ist wahrscheinlich die Kohle drin, oder? Jupp. Holy shit. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Oh Mann, das wird, also wenn der Vater da so tief mit drin hängt, ne, dann wird Rachel sowas von enttäuscht sein von dem. Also ich bin es definitiv. Krass. Krasser Shit, ey. Okay, gut gemacht. Und hier ist dein Mädel bereit zum Abgang. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Er hat die gekidnappt? Und er, ach Gott, das ist ja wieder komplett anders. Das heißt, der wurde erpresst. Der Vater wurde erpresst von diesem Damon. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bring mir das Paket und wir können den Job beenden. Lass sie gehen, bin gleich da. Ja, lass sie gehen, das wird nicht funktionieren. Unterwegs, tun in der Zwischenzeit nichts.
Dir ist das alles echt neu. Beeil dich besser. Das Vibe fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? What? Elliot? Oh, nee. Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Was ist das denn jetzt? Elliot, Come on. put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Really? Give me a chance. What the hell are you doing? Es geht ihn nichts an, eigentlich. Er hat mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich will ihm das auch nicht sagen, weil er da überhaupt nicht... das ist doch scheiße von dem. I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger. Again! I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out. What happens? Er ist eifersüchtig, hoch You 3, end ey. up in a fight. Der ist sowas von eifersüchtig und tut jetzt deswegen alles so hindrehen, dass es halt... Meine Fresse. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get suspended. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Look, I hear you. I appreciate the concern. I don't think you do. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth.
What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Oh oh. Ich glaube, jetzt kommt so langsam die krankhafte, oder der krankhafte Teil in ihm durch. Der versucht, mich quasi zwanghaft auf seine Seite zu stellen. Ihn beruhigen, an ihm vorbeigehen. Er wird mich nicht vorbeilassen. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Oh, fuck. An ihm vorbeigehen, das... Ich glaube halt nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber der ist gerade echt nicht er selbst, ne? Also... Fuck, was mache ich? An ihm vorbeigehen oder nach Hilfe rufen. Vielleicht, wenn ich aber nach Hilfe rufe, ist er vielleicht in Zugzwang und haut ab oder so. Das kann natürlich auch sein. Scheiße. Was tun? Ich probiere es, an ihm vorbeizugehen. Wird nicht funktionieren. Ich bereue es jetzt schon. Look, I'm sorry, but I really need to go. Sag ich ja. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Okay, es geht nur noch nach Hilfe rufen. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. Unser exakter Aufenthaltsort hier im Haus der Ambers. Hier wohnt der Staatsanwalt. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. Mein Leben ist in Gefahr. Du behältst mich hier. Ich fühle mich bedroht. You're right, Elliot. I didn't want to admit it before, but it's true. My life is in danger. Thank you, Chloe. All I want is to help you. I'm glad you can finally see that. Hilf mir bitte, nicht du. Ich brauche Hilfe. Shit. You're right. This whole thing has been a cry for help. Help me. Help me now. Hey, it's okay. I'm not going anywhere. Ich versuche voranzukommen. Beeil dich. Ich wünschte, ich könnte gehen. I feel trapped. Boxed in. I desperately want to leave this situation. It takes a lot of guts to tell me all this. And I want you to know that I will always be there for you. No matter what. Hat funktioniert.
It's the police. Okay, don't panic. I'm sure they'll just want to ask us why we're here. What do we do? I'll talk to them. There's nothing to be concerned about. Thank you, Elliot. You're a great friend. Ja, ich glaube, er hat ein Problem. Der von der Straße abgekommen. Nee, oder? Oh, guck mal, krass. So much destruction. All because Rachel got Alles angry at niedergebrannt. her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? Ich glaube nicht, dass du das hast. Ich weiß einfach nicht. Ich schätze, jeder lügt. Ich glaub's nicht. I think you didn't. You didn't have to. You didn't, right? Would you love me less? Maybe a little. I'd never want you to love me any less. I might do all kinds of things to prevent that. Are you really ready to hear the answer to your question? Eigentlich ist es doch egal, oder? Eigentlich ist es egal. Ja. You know what, Dad? Never mind. I don't need to know. Würde eh nichts ändern. I like it better this way. What way? That I'll always be the perfect dad? How many people get to say that? No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy.
I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Bin gespannt. Ich glaube, jetzt kommt so langsam oder nähern wir uns langsam dem Ende. Die abgebrannte Mühle. Hier, wo alles begann. Shit. Is that blood? Ist doch von Bowers. Von Frank, der Wohnwagen. Frank? Frank! Anscheinend geht ihm auch nicht so gut. I'll get you help, Frank. But first, I've got to help Rachel's mom. Where the hell is Sarah? Wie gut das aber inszeniert ist alles, ne? Mit dieser Musik und auch wie das hier aussieht und so. Und überhaupt halt, wie krass ist das, dass wir am Anfang des Spiels hier waren und hier noch alles normal war und jetzt ist hier alles abgebrannt. Das ist schon irgendwie... Sarah's got to be in here somewhere. Don't mess with Damon Merrick. Don't tell me what to do. Ja, ist da nicht gerade Graffiti? Ach so, die meinen Graffiti in dem Sinne. Ich dachte, ich kann da wieder irgendwas hochschmieren. Glad to see the bone made it. Wir bräuchten aber irgendwas. No more beer. No more time. I've got to keep moving. Scheint da noch Strom hier drauf zu sein. Aber Messer, genau. Das, ich wollte gerade sagen, brauchen wir nicht irgendwas, um uns zu verteidigen? Might not be a bad idea. Never thought I'd have to say that. Sicher ist sicher. Und der Hirsch guckt uns immer noch zu. Ich schätze mal stark, dass der in dem Stage-Bereich da vorne ist, in dem Bühnenbereich. Where's the homicidal drug dealer, Spooky Deerhead? Hier saß Frank. Der Couch. Frank's couch is toast. Ich will eigentlich gar nicht da rein, ne? Kann man hier noch? Kommt man hier noch? Ne, kommt man natürlich nicht mehr hoch. I'm sure Sarah and Damon are here. I've just got to find them. Telefon? Sheldon, achso, ich kann da lesen. Sheldon, du musst mir glauben, ich bin kein verdammter Spitzel. Wer zum Teufel hat dir das gesagt? Ach so. Ja, okay.
Weil wir ja ihn beschuldigt haben, jetzt, dass er der Spitze sozusagen ist. Okay. Hier sehen wir noch nichts. Shh. Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does he... Daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture. So that's what's going to happen. Was? This is so messed up. Alter. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? Das Messer benutzen, ich habe dein Geld, können wir darüber reden. Ja, jetzt mit dem Messer auf ihn losgehen, das wäre, glaube ich, ein bisschen sehr dumm, oder? Ich habe dein Geld, können wir darüber reden. Wir sagen erstmal, wir haben die Kohle. I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... No! Oh, fuck. Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her! I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Was alles ist. Sarah? Hä? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah.
Are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family.
Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait. Das Armband. I'll take care of her, you know. I believe you. Goodbye, Chloe. Aber ich bin trotzdem gerade verwirrt. Was ist da jetzt in der Zwischenzeit passiert? Also, hä? Wo ist Frank? Wo ist der Matt? Wo ist... Hä? Bin ich jetzt... Hä? Okay, das ist super weird gerade. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world.
So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Was macht man jetzt? Die Wahrheit sagen oder sie vor der Wahrheit schützen? Jetzt könnte man ja mit dem Sprichwort kommen, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Das Ding ist eigentlich, wenn wir jetzt sie vor der Wahrheit schützen, dann sind wir genauso eigentlich wie ihr Vater. Und ja, das will ich eigentlich auch nicht. Ich will aber auch nicht ihr Leben kaputt machen. Also ist schon krass, was ihr Vater gemacht hat, ne? Aber ist es denn, will man das denn? Es ist eine blöde Situation gerade. Ich möchte ihr gerne die Wahrheit sagen, aber ich will auch nicht ihr Leben zerstören. Wobei wir ja nicht wissen, ob wir ihr Leben überhaupt zerstören, vielleicht. Bla. Komm, ich sag ihr die Wahrheit. Was soll's? Scheißegal. Wir haben uns gesagt, dass wir uns immer die Wahrheit sagen. Glaube ich. Ist egal. Mein inneres Gefühl sagt, ich soll ihr die Wahrheit sagen. Auch wenn das Spiel einen so hin manipuliert hat, dass man eigentlich sie davor schützen sollte. Aber nein, ich bleib dabei, ich sage ihr die Wahrheit. Ups. Ich hoffe, es war kein Fehler. Der Blick sagt alles. Die trennen sich, oder? Oh.
Oh, er wird suspendiert. Hey, das ist cool zu sehen. Rachel geht's gut. Der Leuchtturm. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Das ist auch das, was ich im Real Life tun würde. Ich würde halt die Wahrheit sagen, definitiv. Oh, ist doch schön, oder? Ja, so sweet. Blaue Haare?
Igloo Music. Voicecast, das sind die Helden. Max Caulfield? Hatten wir eine Audiosequenz mit Max? Weiß ich gar nicht. Aber, also ich muss erstmal sagen, das Spiel ist sehr gelungen. Also dafür, dass es eben nicht direkt vom gleichen Entwicklerstudio gemacht wurde, ist es trotzdem sehr, sehr gut gelungen. Also ich freue mich auch so ein bisschen, dass das Ende jetzt so ein bisschen, ich sag mal, besser war oder halt positiver als in Life is Strange. War trotzdem sehr krass das Ende. Also da war ja auf einmal Plot-Twist, ist ja alles explodiert, sozusagen. Moin, Eli, grüß dich. Und ich war ein bisschen verwirrt in der Szene, wo dann Frank Bowers dann mit dem Matt gekämpft hat, wo auf einmal so ein krasser Break war und auf einmal sitzt halt die Mutter halt von Rachel da und total gechillt und also klar, ich meine, sie war dann auf Drogen anscheinend wieder. Das war aber ein bisschen komisch gewesen. Ich weiß nicht, ob ich da, wenn ich dann eine andere Option genommen hätte, wäre vielleicht auch wäre was anderes passiert. Aber das war ein bisschen verwirrend irgendwie. Auch am Ende bleibt er halt so ein bisschen offen, ne, was jetzt passiert ist dort. Also wie Rachel jetzt quasi auf ihren Vater reagiert hat und so. Ich meine, die Bilder haben gezeigt, dass sie ja quasi außer sich war. Aber das finde ich, das löst nicht so richtig die ganze Thematik auf. Also das Ende war jetzt sehr, sehr offen, fand ich. Also man hat zwar jetzt gesehen, dass jetzt wieder glücklich, also die Freundschaft war alles cool und so. Aber was jetzt aus diesem ganzen Drama geschehen ist, das weiß man nicht so richtig. Aber trotzdem, ist egal. Ich will mich da auch nicht jetzt irgendwie aufgeilen. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, das Ende, aber war schon ein tolles Spiel. Also allgemein das ganze Spiel und die Musik, Untermalung und das super geil. Also ich freue mich auch auf das Remake von Teil 1. Da freue ich mich wie Sau drauf, ehrlich gesagt. Erst recht nachdem jetzt hier und nachdem man so viele kleine wie sagt man? Halt das Wort vergessen. Also halt kleine Zeichen in Richtung Life is Strange Teil 1. Gerade jetzt am Ende, auch in der Garage dort. Das Rachel Wars hier und so, das hat man ja alles in Teil 1 Life is Strange gesehen. Da freue ich mich drauf, das nochmal zu sehen. Im Redesignten. Dann. Genau. Ja. Schönes Spiel. Jetzt haben wir ja noch das Bonuskapitel. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen mehr mit Max, glaube ich, hat das ja mehr zu tun, ne? Das können wir noch gerne spielen, aber wahrscheinlich, mal gucken, wie spät. Ja, heute nicht mehr. Aber mal gucken, die nächsten Tage auf jeden Fall. Ich freue mich aber, dass ich es geschafft habe, endlich das Spiel auch tatsächlich durchzuspielen. Und ich bereue es definitiv nicht. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt halt noch mehr auf Teil 1. Und natürlich auch auf die Nachfolger von Life is Strange, ne? Also Life is Strange 2 und natürlich Life is Strange 3. Was ja dann komplett in Deutsch vertont ist und da, weiß ich nicht, da habe ich ja hohe Maßstäbe, ne, was das betrifft. Also hier im Originalen die Stimmen und das war einfach so gut. Also da war so viel Emotion in diesen Stimmen drin, das war einfach gigantisch gemacht. Ich hoffe, dass das die Deutschen, aber die sollen ja sehr gut gewesen sein. Hat man ja schon so ein bisschen gelesen. Bin gespannt. Ja. Gut, hier würde ich sagen,
Danke fürs dabei sein und ich werde jetzt schon mal die Kamera ausblenden. Wobei, nee, mache ich nicht. Dann ist der Ton nämlich weg. Wenn ich das Fenster switche. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bald demnächst wieder zu was Neuem. Genau. Ich hoffe, es wird nicht zu viel gemutet wegen der Musik. Hab schon überlegt, ob ich meinen zweiten Rechner als Aufnahmerechner noch nebenbei laufen lasse, der das gleichzeitig einfach aufnimmt. Dass ich das dann auf YouTube hochladen kann. Aber ich finde es halt schade, gerade bei solchen Spielen, dass dann halt Twitch die ganze Sache mutet. Ja. Aber das nur mal so am Rande. Ich muss sagen, ich glaube, Kapitel 2 hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Von der ganzen Machart. Das war so, also das war das Kapitel, wo wir auf dem Schrottplatz waren, beziehungsweise in dem Zug, glaube ich, saßen und zum Schrottplatz gefahren sind. Und diese ganze Geschichte da mit wo Rachel quasi die Sache mit dem Vater erfahren hat und so. Ich glaube, das war, glaube ich, am besten auch inszeniert. Wo ich auch wirklich dann so schlucken musste, als man das alles so gesehen hat. Ja. Okay. Wir können uns ja noch, genau, wir gucken uns mal noch schnell hier. Du hast Rachel die Wahrheit gesagt. Ja, guck an. Haben echt wenige Leute gemacht, ne? 49%. Also mehr Leute haben gelogen. Nochmal, Freunde. Auch Leute aus meiner Freundesliste haben die Wahrheit gesagt. Nicht die Wahrheit gesagt. Hm. Das ist krass, ja. Achso, warte mal. Du hast bla bla. Achso, hier gab es nicht mehr. Okay. Okay. So, du hast deine Pflanze mit Limo getötet. 82%. Du hast deine Pflanze durch Vernachlässigung getötet. Okay. Ja, Limo, das, okay. Du hast Davids Foto angenommen, 90%. Du hast Davids Foto abgelehnt, 10%. Ja, ich fand, das war jetzt schon allein für unsere Mutter halt, ne? Also schon ihr zuliebe einfach. Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. Du hattest Damons. Du hast Damon Drews Geld gegeben. Du hast Drew sein Geld zurück. Du hast Drews Geld gespendet. Du hast Drews Geld behalten. Hä, wie? Du hattest Drews Geld am Anfang des Tages nicht. Okay, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Egal. Ähm,
Du hast die North nicht im Krankenhaus besucht. Du hast die North im Krankenhaus besucht. Okay, das haben die meisten natürlich gemacht. Du hast der Feuerwehr kein Geld gespendet. 600. Hieß ja krass, was man hätte alles tun können, ne? Wusste ich gar nicht, dass es geht. Hätte man vielleicht nochmal draufklicken müssen oder so. Du hast Damon überzeugt, dass Sheridan der Spitze ist. 55%, okay. Thunder 22%. Okay. Aber ich glaube, das tut nichts weiter zur Sache. Rachel traf ihre Mutter nicht. Rachel traf ihre Mutter. Das ging auch. Das ging also auch. Hm. "17 Missed Calls." Oh no. Der Übergang zu Live. Oh, fuck. Really? Das war der Übergang zu Oh, wie bitter ist das denn? Wie bitter ist das denn? Das ist eh so ein Ding, ne, was man gar nicht wahren will. Ich wünschte mir, es wäre ein anderes Spiel, ehrlich gesagt. Oder ich wünschte mir, dass man Life is Strange Teil 1 auch anders. Das ist so krass, gerade nachdem man eben jetzt erlebt hat, wie Rachel war oder ne, also wie sie ist. Um dann zu wissen, dass sie in Teil 1 dann so. Boah. Boah, wieso? Boah, wieso? Boah. Spiel, warum musst du das jetzt noch nachliefern, ey? Boah. Das war jetzt so ein richtiger Schlag in die Magengrube, ne? Jetzt, da du Before the Storm abgeschlossen hast, verabschiede dich von Arcadia Bay in der Farewell-Bonus-Episode. Ach ja, man spielt ja, stimmt, man spielt die Zeit davor, ne? Also noch vor dem Ganzen. Also noch vor Before the Storm und erst recht Before Life is Strange 1. Oh, Leute, das war jetzt ganz schön wieder Kacke gewesen. Warum hat mich das Spiel jetzt wieder an diesen Piss-Typen erinnert, der sie auf dem Gewissen hat? Ich hatte das so ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Okay. Also wie gesagt, wir spielen auf jeden Fall. Warte mal, neu starten, Sammlermodus. Stimmt, im Sammlermodus kann ich das nochmal spielen, ne? Ohne alles neu zu spielen. Hier habe ich irgendwas vergessen. 0 von 1. Komm, ich will das jetzt mal, das machen wir noch. Im Sammlermodus getroffene Entscheidungen werden nicht mit einbezogen. Wenn du deinen jetzigen Fortschritt wieder aufnimmst, nur Sammlungen werden gespeichert. Mit sofort dran? Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich möchte nur mal wissen, was passiert, wenn ich mich anders entscheide. Mal, kann ich das irgendwie? Ne, sorry. Ach doch, man kann skippen. Okay. Ich skippe mal, ja? Also. Ich nehme jetzt das Messer mit. Die Frage ist, was gab es hier zum Sammeln? Warte mal. Where's the homicidal?
Couch? Haben wir was übersehen eigentlich? Vielleicht doch hier mit dem Graffiti irgendwas so. Aber ich. Ach, da zerstören. Ah, guck. Ach, mit dem Messer. Ja, alles klar. I'm not afraid. Alles klar, okay. Das hat man natürlich nicht gemacht, weil wir das Messer später erst genommen haben. Okay, so jetzt gucken wir mal. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt mit dem Messer auf ihn losgehen? Okay, warte mal. Das Messer benutzen, ich habe dein Geld, können wir drüber reden. Ich glaube, das mit dem Messer wird auch nicht funktionieren, aber let's go. I've got the money right here. Your money. Want it? How the fuck? Okay, es kommt aufs Gleiche. Talking's over. Leave her alone. Shut. You are one stupid. So. Fuck. Ich will zurück nochmal. Schade zum Teufel. Bitte tu's nicht. Go to hell. That's the spirit. Hey, you touch her again, and I'll kill you. Is that so? Try me. No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with Damon? Okay. Jetzt sind wir wieder an der gleichen Stelle, wo wir. Okay, ich frage mal, wo ist Frank, weil das. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. Okay. Ja. Bob. I think you need help. What James did, hiring that. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel Können wir deserves a loving. Können wir hier jetzt damit entscheiden, quasi, ob sie Rachel trifft? In diesen Dialogen hier? Sie verdient die Wahrheit. Sie verdient es, dich zu treffen. Don't you think the truth matters more? The truth? What's so great about the truth, Chloe? Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. Everybody's broken, Sarah. Oh? Does everybody abandon their own child for 15 years? Does everybody take money to stay away? You're here now. That's what matters. What do you know? I know Rachel needs you. I know loss. Ich nehme jetzt halt mal die anderen Optionen einfach, ne? Also. A couple of years ago, my best friend left me. Didn't write. Didn't call. Like I never existed. Friends come and go, Chloe.
Not like this. We were... I thought we were gonna be friends forever. I was wrong. You don't know what this is to me. Every pain. I heard what Damon said. You've been sober for a year. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how... I used to think my dad was perfect. But now I realize he was probably just as messed up as everyone. And it doesn't make me love him any less. That's a nice thought. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't It's deserve... not about James. Tell her what James did, and you'll be killed. I can't lie to Rachel. I won't do it. She trusts me. And I don't want to ruin that. If you love her, you'll lie to her. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be... Ihr nichts oder ihr das Armband geben. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Okay, wir gucken jetzt noch mal hier, was jetzt passiert, wenn ich ihr nicht die Wahrheit sage. Or maybe a tattoo is in order. Vor der Wahrheit schützen. Hey. What's wrong? I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us?
Okay, ich denke mal, oh, jetzt habe ich gleich das ganze Spiel beendet. Ups. Okay, aber ich wollte jetzt Feierabend machen. Also, ich finde jetzt so im Nachhinein, ich finde unser Ende, was wir zuerst genommen haben, besser. Es war zwar das tragischere Ende, das traurigere Ende, aber es war das ehrliche Ende. Und ich finde das Ende besser als dieses verlogene Ende. Gerade wir als beste Freundin sind dafür da, dass wir eben wirklich die Wahrheit zueinander sagen. Auch wenn es schwer ist und traurig und. Genau. So. Aber, wie gesagt, ich freue mich auf das Remake von Teil 1 erstmal. Und natürlich auf die weiteren Life is Strange Spiele. Und hoffe, dass ihr dann vielleicht wieder dabei seid. Genau. Ich verabschiede mich, sage gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Bis dann. Tschüss.